Moin, heute mal aus dem Büro, da ich mit der Planung des CX-Umbaus beschäftigt bin. Dass das eine Menge Arbeit ist, werde ich dir gleich zeigen. So sieht der Rahmen eines CX aus. Die Pfeile zeigen auf die Punkte, wo die Karosse mit dem Rahmen verbunden wird, mit dem Gummilager. Ich habe mich geirrt, es gibt keinen angeschraubten, separaten Fahrschemel, sondern der Rahmen geht hier tatsächlich noch nach vorne durch, ist da mit der Nase vom Auto verbunden. Die Querstrebe hier hinter, das ist die Strebe, wo später der Kühler oder die Kühler draufstehen. Diese Punkte, hatte ich gedacht, sind die vorderen Punkte, sind es ja natürlich nicht, habe ich gerade schon gesagt, aber das wäre halt die Punkte, wo oben der Rahmen noch hier in diesem Bereich hier oben noch verschraubt ist. Ja, dieser dicke, große Balken im Endeffekt ist direkt hinter dem Motor. Problem ist jetzt, der Motor, ich mache mal das nächste Bild an, der Motor, wie man es hier sehen kann, der Motor, der ist geneigt. Der hängt geneigt im Rahmen drin. Und zwar ist das deshalb, der hängt oben vor dem Balken und unten ist er mit dem Differential nach hinten in den Balken rein, damit dann die Antriebswellen durch diesen Kanal durchkommen. Wenn ich jetzt den V6 reinbaue, der V6 ist ein V-Motor und nicht ein Motor, der so hängt, wo hier das Differential ist, sondern ein V-Motor, der geht deutlich weiter nach hinten noch. Ja. Der Motor kann aber nicht weiter nach hinten, weil da genau dieser dicke Träger dahinter sitzt. Die Antriebswellen müssten also vor dem Träger rauskommen und da ist ja jetzt der Rahmen, der noch weiter nach vorne geht. Ja, hier in diesem Bereich ist normalerweise das Getriebe drin vom CX. Da kann man das Getriebe sogar aufmachen. Da ist aber das Getriebe auch gelagert und das Differential guckt ja noch nach hinten raus. Also im Endeffekt, hier ist das Getriebe, nach hier hin guckt das Differential raus und hier ist eine Antriebswelle und hier ist eine Antriebswelle. Da das so nicht geht, ich werde das nochmal mit meinem Fahrzeugbauer und mit einem Prüfer besprechen, ob man da was machen kann. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn ich da nichts machen darf, dann muss ich gucken, weil der Träger hier, der Querbalken, der geht ja nicht bis oben hin. Der ist ja, hat ja oben ungefähr im Motorraum so viel Luft. Da liegt ja normalerweise ein Ersatzreifen noch drauf. Dann muss ich gucken, ob es möglich ist, den V-Motor zu kippen, in dieser Ansicht jetzt zu kippen, damit die hintere Zylinderreihe hier drüber geht. Dann muss ich gucken, wie ich dann mit dem Auspuffkrümmer hinkomme. Ja, es würde vielleicht reichen, wenn nur der Ventildeckel oben über dem Träger liegt. Muss aber gucken, wie das dann mit dem Auspuff hinkommt, mit dem Auspuffkrümmer. Das muss ja passen. Wenn das geht, gucken, ob ich vielleicht mit dem Differential weit genug nach hinten komme, dass die Antriebswellen dann passen. Die können ja in dem Durchgang ein bisschen weiter nach vorne kommen. Da ist so 3 bis 4 cm Platz. Die können ja da ein bisschen weiter nach vorne kommen. Das ist ja dann nicht schlimm. Es muss aber so passen. Damit ich das testen kann, werde ich eine Schlacht CX nehmen, werde den Motorraum komplett ausräumen, aber bis aufs letzte Detail, alles raus, werde die Front, das hier zwischen den Kotflügeln, das werde ich komplett raustrennen, aber so, dass ich es wieder reinhängen kann. Muss ja was sehen können.
Dann stelle ich die Karosse höher hin und pack Motor mit Getriebe, also den V6 mit Getriebe, auf ein Gestell, was ich bauen werde, mit Rollen drunter. Dann kann ich das da reinschieben. Ich mache das auch so, dass ich den Motor da drin auch drehen kann. Dann kann ich das da reinschieben, gucken, wie es hinkommt, anpassen, gucken, ob das passt. Na, so lange, bis es dann hoffentlich tatsächlich passt. Und dann kann ich, wenn ich den Motor in der richtigen Position habe, auch gleich im Motorraum Aufnahmepunkte dafür fertig machen, weil der Motor muss ja auch reingehängt werden. Der muss ja hinterher seine Befestigungspunkte haben. Dann kann ich die anfertigen, dann kann ich das fertig machen und dann müsste das funktionieren. Ja, so, jetzt muss ich aber tatsächlich erstmal das Ganze fertig machen. Eine CX also aufbocken, ausräumen, Front rausschneiden, ein Gestell fertig machen für einen Motor mit Getriebe. Den Motor mit Getriebe muss ich wahrscheinlich noch irgendwo ausbauen. Ja, und ja, also das muss dann alles noch gemacht werden, damit das geht. Sollte es gar nicht gehen, gibt es noch eine andere Lösung, die aber dann auch wieder ein paar kleine andere Probleme mit sich bringt. Und zwar habe ich noch zwei XM Riemen V6. Die sind keine 90 Grad V-Motoren, sondern nur 60 Grad. Also sind die deutlich schmaler. Die müssten so reinpacken, passen. Ja. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wenn ich den Motor kippe, hängt ja die Ölwanne auch schräg und das darf nicht sein. Dann muss ich eine neue Ölwanne dafür fertigen, wo dann der Boden gerade ist. Dann muss ich von der Ölpumpe die Ansaugung so bauen, dass die kurz über dem Boden von der neuen Ölwanne dann hängt, damit auch in Kurven und bei Steigungen und na, auch noch Öl angesaugt wird. Es ist ja bei laufendem Motor Öl auch unterwegs, also der Ölstand in der Ölwanne ist ja sowieso schon niedriger und in Kurven und Bremsen, Beschleunigen und so weiter würde das Öl auch noch dann sich wegbewegen. Es muss sichergestellt sein, dass trotzdem noch Öl angesaugt wird. Also müsste ich das dann auch neu machen. Bei dem Riemen V6 werde ich das dann wahrscheinlich sogar auch machen müssen. Aber den kriege ich vielleicht besser gekippt, dass er besser reinpasst. Muss ich halt gucken. Der Riemen V6 hat aber 190 PS. Und CX ist ja nur mit Bremsanlagen und alles ausgelegt bis 168 PS. Aber ich habe ja schon gesagt, will ich sowieso neu machen. Das soll moderner werden und besser funktionieren, griffiger sein und so weiter. Eine CX ist nicht so schwer wie ein XM. Und deswegen, wenn ich XM-Bremsen da mit rein verbauen, wenn ich die komplette Radaufhängung vom XM auch nehme, dann habe ich Bremsen, die stark genug sind. Die sind passend zum Motor. Na? Fahrzeuggewicht ist weniger, also Bremswirkung auf jeden Fall ausreichend damit. Ja? Muss aber alles gemacht werden. Na? Und das ist eine Menge Arbeit. Und na? Deswegen, ja, so sieht das dann später nicht mehr aus. Na? Also, machen wir uns ran. So, hier sind wir bei der Werkstatt wieder. Vorbereitet für nächste Woche. Hier steht schon die Goldwing, wo der Motor rauskommt. Dieser Motor kommt da rein. Der steht schon schön aufgebockt. Den haben wir rübergeholt. Bei dem müssen wir an der Hinterachse ein bisschen was machen. Wie gesagt, komplett verkabeln. Die Tür, die ist gerade raus, die wird lackiert, die ist soweit ausgebeult wieder. Der Holm, der muss noch gemacht werden. Da ist er noch reingedrückt. Da ist der Stapler losgerollt und hat gemeint, der könnte da mal das Auto dann als Bremse benutzen. Und das war halt nicht ganz so schön. Ja, aber kriegen wir alles wieder hin. Also soweit für nächste Woche. Hier haben wir ein bisschen Platz gemacht, indem wir die beiden Autos weggestellt haben. Ja, glaube, sieht wieder gut aus. Wir haben hier den Platz zum Arbeiten.
Und wie gesagt, nächste Woche geht es damit los. Das Auto von meinem Sohn. Die neue Lenkung, die wir dafür fertig gemacht haben, die hat nicht gepasst. Es mussten ja Teile umgebaut werden von der alten Lenkung auf die neue Lenkung. Das hat nicht gepasst, weil die Lenkstangen unterschiedlich dick waren. Ihr habt noch eine andere Lenkung rausgesucht, wo das dann besser gepasst hat. Da war dann noch eine Manschette kaputt, das haben wir noch repariert. Also ausgetauscht und ja, noch so ein paar Teile dann umgebaut. Und die neue Lenkung ist eingebaut. Ja, testen können wir es noch nicht, weil das geht erst dann, wenn Hydraulikdruck da ist, und das geht erst, wenn der Motor drin ist. Der Motor steht bereit zum Einbauen, haben wir aber nicht geschafft. Das ist dann halt das, was dann nächste Woche zwischendurch noch mitgemacht wird, weil das Auto muss da einfach weg, das steht noch im Weg. Und hat man gerade auch gesehen, ne, im Video. Und ja, muss da weg, der Motor muss rein, der muss dann laufen. Da gibt es dann sehr wahrscheinlich nächste Woche das Update dazu. Ja, ansonsten mehr ist eigentlich jetzt aktuell nicht zu berichten. Also sage ich mal, das war's für heute. Kurzes Video, macht aber nichts. Wenn du noch nicht abonniert hast, bitte abonnieren, Video liken, kommentieren. Ich beantworte sämtliche Kommentare. Im Merch-Shop gucken, Link ist in der Beschreibung. Bei Patreon Mitglied werden, der Link ist auch in der Beschreibung. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schönes Wochenende und bis nächste Woche.